Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder zwei schicke kleine Helis für euch, und zwar die neue Bell UH1D X von Flightzone bzw. Pichler. Einmal hier in der schicken SAR-Version, die habe ich euch ja auch schon mal in einer größeren Version gezeigt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Und einmal in einer kanadischen Air Rescue-Version. Und hier was ganz Besonderes, nämlich haben wir hier das sogenannte Megaset. Hier ist also etwas mehr drin enthalten wie sonst üblich bei Flightzone. Und wir haben hier sogar die etwas bessere Fernsteuerung mit dabei. Natürlich alles wieder RTF mit Höhensensor und auch mit Rückenflugfunktion. Ich würde sagen, wir legen wieder im üblichen Stil los. Wer übrigens Punkte überspringen möchte, der kann mal gerne unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich euch eine Timeline zum Anklicken angelegt. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go und viel Spaß! Dann machen wir die Verpackung des Megasets einmal auf und haben natürlich als allererstes wieder die Bedienungsanleitung hier in Deutsch. Dann haben wir beim Megaset ein Ersatz-Landegestell dabei, inklusive den Befestigungsschrauben. Als nächstes haben wir eine kleine Tüte, darin befindet sich ein Ersatz-Heckrotorblatt und natürlich wieder etwas Werkzeug. In einer weiteren Tüte haben wir dann das USB-A auf USB-C Ladekabel. Dann haben wir noch eine kleine Tüte, darin befinden sich die kleinen Heckfinnen. Die müssen wir nachher noch montieren, einmal hier in grün und für den gelben Heli einmal in gelb. Dann müssen wir erstmal wieder die Kunststoffhülle abnehmen. Und haben dann in diesem Set gleich zwei LiPo-Akkus im Hardcase, und zwar ein 350 mAh 2S-Akku, hier natürlich wieder mit einem Ein-Ausschalter, dem Slide-Lock-Anschluss und einer USB-C-Buchse zum Laden. Als nächstes haben wir dann im Megaset zwei Ersatzrotorblätter mit dabei. Natürlich haben wir hier auch wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung mit komplett federbelasteten Steuersticks. Und last but not least die schicke kleine Bell UH1, einmal hier in der SAR Militärversion und einmal in einer kanadischen Rettungsfliegerversion. Und die zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Hier haben wir jetzt mal beide kleinen schicken Bell UH1 im Wechsel. Die Heckfinnen habe ich auch schon mal angesteckt. Das reicht auch, wenn man die einsteckt, die sind stramm genug drin. Wir haben hier wieder ein richtig cooles Modell. Auch gerade in dieser Größe sind hier wieder sehr viele Details angebracht. Wir haben hier natürlich wieder jede Menge Nieten auf dem ganzen Rumpf. Auch dem Maßstab entsprechend von der Größe her sind die wirklich sehr schön. Wir haben sogar hier oben auf dem Rumpf einige Nieten angebracht und auch auf dem Heckausleger sind noch jede Menge Nieten. Wir haben hier ebenfalls wieder viele Blechstöße und andere Anbauteile angeformt. Auch die Türkonturen sind hier wieder sehr schön dargestellt. Die Seitentüren können wir in dieser Größe natürlich nicht aufschieben. Der Dombereich ist auch bei der kleinen Bell sehr schön detailliert ausgeführt worden. Auch der Turbinenauslass gefällt mir hier sehr gut. Vorne oben auf dem Rumpf haben wir noch einen Griff und vorne eine Antenne und einen Cable Cutter. Auch zwei kleine Scheibenwischer haben wir vorne auf der Cockpitscheibe. Das Landegestell ist hier auch sehr schön gemacht und hat auch diesmal ein paar mehr Details als die größeren Bells. Wir haben hier auch wieder schwarz gefärbte Scheiben, sodass man nicht auf die Mechanik gucken kann. Als Beleuchtung haben wir hier links und rechts zwei Positionsleuchten, in Flugrichtung links eine rote und auf der rechten Seite eine grüne LED. Und wir haben obendrauf auf dem Turbinendom noch eine rot blinkende LED. Was mir hier auch sehr gut gefällt, dass der Rotorkopf wie bei der UH1 typisch relativ weit nach oben rausragt. Der komplette Rotorkopf besteht hier aus Kunststoff, genauso wie die Taumelscheibe. Die Rotorwelle ist allerdings wieder aus Metall gefertigt, genau wie die Anlenkgestänge. Obendrauf haben wir noch die UH1-typische kleine Paddelstange. Die Rotorblätter sind hier schwarz gehalten und haben an den Enden wieder weiße Blattspitzen, was im Flug sicherlich auch sehr gut aussieht. Angesteuert wird die Taumelscheibe natürlich wieder über 3 Mikroservos. Der Rotorkopf wird angetrieben über eine Ritzel-Zahnradverbindung von einem Brushless-Motor. Der Heckrotor wird allerdings von einem Brushed-Motor angetrieben, das aber natürlich auch wieder direkt. Der Heckrotor sitzt auch erfreulicherweise auf der richtigen linken Seite vom Hubschrauber und sieht auch mit den rot-weißen Streifen ganz schick aus. Die Farbgestaltung der beiden gefällt mir ebenfalls sehr gut. Sowohl bei der SAR als auch bei der gelben Version ist die Farbe überall sehr gut aufgetragen und auch beide Versionen wurden matt lackiert. Auch die Beschriftungen sind hier alle sehr sauber aufgetragen. Auf der Unterseite haben wir, wie man sehen kann, auch einige Nieten angebracht und hinten sitzt dann auch der Höhensensor. Und was hier neu ist, dass wir auch noch einen LiDAR-Sensor verbaut haben. Der soll noch einmal besser die Umgebung abscannen können. Hier vorne kommt dann wieder der Hardcase-Akku rein. Den muss man einfach nur komplett reinschieben, bis die beiden Bügel einrasten. Und dann können wir über einen langen Druck auf den Knopf den Heli anschalten und mit der Fernsteuerung binden. Und zum Rausholen müssen wir einfach nur die Klipse wieder zusammendrücken und den Akku rausziehen. Die ganze Technik befindet sich hinter dem Cockpit über dem Akku. Da kann man jetzt aber ohne den Heli auseinanderzubauen nicht reingucken. Die Bell hat einen Rotorkreis von 315 mm, eine Länge von 275 mm, ein Abfluggewicht von 111 Gramm und dabei eine Flugzeit von ca. 10 bis 12 Minuten.
Ja, wir haben hier wieder eine 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung, wie sie ja mittlerweile oft bei den kleinen Helis dabei ist. Die Knüppelaggregate sind auch hier wieder aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium. Die lassen sich auch wieder in der Höhe verstellen. Und auch die Zackenkrone gibt es hier oben drauf wieder zum besseren Daumenfliegen. Alle Achsen sind auch hier federbelastet, da wir ja auch hier wieder eine Autostart- und Landefunktion haben. In der Mitte haben wir dann einen Ausschalter, darüber eine kleine Status-LED. Um die Knüppelaggregate haben wir dann wieder die Trimmschalter zum Nachtrimmen des Helis im Flug. Hier unten links haben wir dann den Knopf für die automatische Startfunktion. Wenn wir den einmal drücken, geht der Heli von alleine an, beziehungsweise der Rotor fängt an zu drehen und der Heli steigt selbstständig ungefähr auf 1,5 Meter Höhe und dann können wir manuell weiterfliegen. Wir können aber auch mit dem Heli wieder ganz normal manuell starten, indem wir die beiden Knüppel nach außen unten ziehen und dann mit dem Gasknüppel starten lassen. Darunter befindet sich der Knopf für die automatische Landung. Wenn wir den im Flug drücken, geht der Heli von alleine runter und stellt sich dann auch nach einer gewissen Zeit von alleine ab. Auch hier können wir natürlich währenddessen wieder manuell eingreifen. Dann haben wir oben links den Schiebeschalter für die Taumelscheibenausschläge. Auf der rechten Seite haben wir noch einen Notausknopf. Damit können wir den Motor in jeder Situation ausstellen. Auch wenn ich finde, 2-3 Sekunden für einen Notaus ist etwas lange. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Rückenflugfunktion. Hierfür müssen wir mindestens 3 Meter hoch sein, die Ausschläge auf Stufe 3 stellen und dann hier den Gastrimmhebel einmal nach oben drücken und dann den Rollknüppel zum Beispiel nach rechts drücken. Dann dreht sich der Heli von alleine auf den Rücken. Und das Besondere ist jetzt, dass die Steuerung für den Piloten genauso wie in Normalfluglage bleibt. Das heißt also, links und rechts bleibt links und rechts und auch vor und zurück und auch hoch runter bleibt gleich. Also perfekt für die Rückenfluganfänger geeignet. Zum Wiederumdrehen muss man die gleiche Prozedur noch einmal durchführen. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne sitzen und einen Griff zum Transportieren der Fernsteuerung. Auf der Rückseite haben wir dann noch das Akkufach. Hier passen 4 AA-Batterien rein und auf der Unterseite haben wir noch 2 Standfüße. Damit können wir die Fernsteuerung dann auch noch hinstellen.
Ja, am Ende natürlich auch hier wieder ein kleines Fazit. Optisch sind die beiden Bells wieder richtig schick geworden. Ich bin mir gar nicht sicher, welche Version mir hier wirklich am besten gefällt. Natürlich ist die SR-Version richtig cool, aber ich finde, die gelbe Version hat auch irgendwie was. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Favoriten in die Kommentare schreiben. Was ich ja auch ganz cool finde, dass wir hier das sogenannte Megaset haben. Das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Ersatzteile mehr und auch die bessere Fernsteuerung. Das war ja vorher nicht so der Fall. Das finde ich jetzt hier auch richtig cool. Zum Flugverhalten gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen. Die Bells fliegen einfach richtig gut. Einzig der LiDAR-Sensor, da weiß ich immer noch nicht genau, ob der wirklich benötigt wird. Ich habe es ja schon in anderen Videos gesagt, dass meiner Meinung nach der LiDAR-Sensor mit beweglichen Untergründen nicht so gut klarkommt. Aber auf Wiese zum Beispiel gibt es da gar keine Probleme. Die Sonderfunktionen wie Autostart und Landung und auch der Rückenflug funktioniert hier einwandfrei. Ob man diese Funktion jetzt hier wirklich braucht, sei mal dahingestellt. Ansonsten auch hier das Übliche. Klar sind die irgendwo auch anfängertauglich, aber es schadet mit Sicherheit nie, zumindest mal am Simulator geübt zu haben, wie man einen Heli steuert. Viel Wind mögen die kleinen Helis immer noch nicht. Die fliegen natürlich irgendwie im Wind, aber schönes Fliegen ist das nicht wirklich. Und bei zu viel Wind kommt man auch irgendwann nicht mehr gegen den Wind an. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu der kleinen UH1 unten in die Kommentare. Welche Version gefällt euch von allen Varianten am besten? Der Link zu den zwei steht natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Den Code nicht vergessen, dann könnt ihr noch etwas sparen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.